Hallo liebe Freunde der elektronischen Tanzmusik. Herzlich willkommen zur dritten Folge von Random EDM Facts. Auch für dieses Video habe ich wieder 3 spannende Fakten aus der großen, weiten EDM-Welt rausgesucht. Doch bevor es losgeht, noch eine schnelle Info. Ich füge bei meinen Videos ja immer Untertitel hinzu. Also wenn ihr die Untertitel in einer anderen Sprache lesen wollt, stellt einfach die Untertitelsprache auf die Sprache eurer Wahl um. Dadurch gibt es also keine Ausreden mehr, meine Videos nicht zu schauen. In dieser Folge geht es um Künstler, die ihre Musik gar nicht selber machen, ein EDM-Videospiel und das traurige Ende eines Dubstep-Labels. Los geht's! Fakt Nummer 1. Ghost Producer. Für diesen Fakt wird es gruselig. Denn es geht um Geister. Okay, ich werde jetzt nicht die ganze Zeit dieses Outfit anhaben und diese Beleuchtung anlassen. Allerdings bleiben wir thematisch bei Geistern, nur in einem anderen Kontext. Ich muss hier raus, es ist sauwarm. Lasst uns mal über ein heiß diskutiertes Thema sprechen. Ghost Producer. Und damit sind wir auch gleich bei einer Sache, die im Internet viel zu oft falsch dargestellt wird. Hat ein Producer an einem Song mitgearbeitet, aber steht nicht als Feature Artist auf dem Release, ist er ein Ghost Producer. Eine Scheiße. Was die Leute, die zu dieser Schlussfolgerung kommen, total falsch wiedergeben. Die vermeintlichen Ghost Producer können ganz einfach in den Credits nachgelesen werden. Und dann sieht man so viele Videos und Posts, in denen irgendwelche Songs exposed werden. Wusstet ihr, dass Song XY von ABC geghostet wurde? Ja, wusste ich. Wie geheim soll denn der Producer sein, wenn er in den Credits genannt wird? Unglaubliche Scheiße. Sorry für den kurzen Rage, aber das nervt mich so richtig. Deshalb gibt es jetzt von mir mal eine richtige und vor allem genaue Definition von Ghostwritern bzw. Ghost Producern. Wenn jemand einen Song schreibt oder produziert, dann aber nicht in den Credits genannt wird, ist diese Person ein Ghostwriter bzw. Ghost Producer. Der Ghost verzichtet also darauf, in den Credits genannt zu werden, aber wird für seine Arbeit auf jeden Fall bezahlt. Das gibt es auch bei Songtexten. Gründe, warum sich Leute Ghost Producer suchen, gibt es einige. Zum einen gibt es Acts, die einfach keine Ahnung von Musikproduktion haben. Ja, die gibt es wirklich. Und wenn man dann mit den Großen der Szene mithalten will, braucht man natürlich auch ein paar hochwertige Releases. Also beauftragt man dafür einen oder mehrere Ghost Producer. Es kann auch passieren, dass man als Artist so groß wird, dann auf vielen Festivals und in Clubs spielt und man einfach keine Zeit mehr hat, um an eigenen Songs zu arbeiten. Als reine Musikkonsumenten fällt einem sowas meistens nicht auf, welcher Artist von einem Ghost Producer oder Ghostwriter geschrieben bzw. produziert wird, oder stört einen nicht zwingend. Aber aus Sicht von jemandem, der auch selber Musik macht, hat das schon einen extrem negativen Beigeschmack. Wenn man einen Künstler feiert, ist das schon irgendwie ein Stich ins Herz, wenn dieser seine eigene Musik gar nicht selber macht. Das wäre so, als würde sich ein Künstler für ein Gemälde feiern lassen, das er eigentlich gar nicht selber gemalt hat. Und die Wolken verdüsterten den Himmel ein bisschen auf dem Bild von Caspar David Friedrich, das ich selbst gemalt hatte. Es war ein Original. Manche Artists wollen ja auch mit ihren Songs eine Geschichte erzählen oder ihre Emotionen rüberbringen. Wenn ein Künstler aber dann zu seinem eigenen Song selber nichts beigesteuert hat, kann ich die Emotionen und die Geschichten, die in dem Song vermittelt werden sollen, nicht ernst nehmen. Aber wer sind denn jetzt diese besagten Ghost Producer? Und noch viel interessanter, für welche Acts haben sie schon Songs geschrieben und produziert? Der bekannteste Ghost Producer dürfte Martin Vorwerk sein. Dieser hat während der Big Room Hochphase sehr viele Songs ghost produced. Allgemein wird Martin Vorwerk mit Dimitri Vegas und Like Mike assoziiert. Bei vielen Songs auf ihrem Label Smash the House steht er in den Credits. Man geht auch stark davon aus, dass er allgemein viele Songs von Dimitri Vegas und Like Mike komponiert und produziert hat. Nur eben als Ghost Producer, weshalb er nicht bei allen Songs in den Credits aufgelistet wird. Im Januar 2023 meldete sich der Produzent Chemu via Twitter zu Wort, dass er seit 2014 viele Releases von Timmy Trumpet produziert hat. Dass Timmy Trumpet gar nicht selber produziert, war schon lange bekannt bzw. wurde schon lange vermutet. Dieses Gerücht wurde dadurch noch einmal befeuert.
Einen Fehler, den so einige Leute, die von Ghost-Producern produziert werden, begangen haben, war ein Video aufzunehmen, in dem sie erzählen, wie sie einen Song produziert haben. Das Fatale an diesen Videos ist, man merkt, dass sie absolut keine Ahnung von Musikproduktion haben oder zumindest das Projekt von ihrem eigenen Song nicht kennen. Zwei bekannte Beispiele dafür sind Alan Walker. You can, pitch it really fast. That's a pretty cool feature. Yeah, one of the great things with Cubase, I think. It really helps. Yeah, pretty much. I think I know where it is. Broken Saw, is it? This one. Hold on, let me just... You can't play? Oh. If you just do like this. Oh, there we go. Yeah. Und Carnage. It just adds a whole, I don't know what it does, it just makes everything just super louder. So compared to that to, it just really adds like a whole, it just makes it sound very, very, way much stronger. Huh? You basically just find a good, the kick. Dieses Video war Razer übrigens so peinlich, dass davon nur noch Reuploads existieren. Unangenehm! Selbst wenn man sich nicht mit Musikproduktion auskennt, merkt man sofort, dass diese beiden Leute keinerlei Kenntnisse davon haben. I have no idea what I'm doing, but I know I'm doing it really, really well. Weitere Acts, bei denen man davon ausgeht, dass sie Ghost Producer haben oder es viele Indizien dafür gibt, sind Dimitri Vegas und Like Mike, Steve Aoki, Tiesto, Rehab, Dubs oder Diplo. Sogar ein weltbekannter EDM-Hit wie Losing It stammt gar nicht von Fisher, sondern wurde von Chris Lake ghost-produced. Welche Acts und Songs genau von Ghost-Producern komponiert und produziert wurden oder werden, lässt sich natürlich nicht genau sagen. Wie denn auch, wenn die richtigen Producer nicht in den Credits genannt werden. Es gibt zwar viele Indizien dafür, aber 100%ig lässt sich das nicht beweisen. Was ist eure Meinung zu Ghost-Producern oder Acts, die diese für sich arbeiten lassen? Schreibt das gerne unten in die Kommentare. Fakt Nummer 2. EDM-Videospiel. Auch bei diesem Fakt geht es wieder um Geister, allerdings in einem anderen Zusammenhang. Als der EDM-Hype 2014 so richtig losging, wollte natürlich jeder ein Stück vom großen EDM-Kuchen abhaben. Also wurden einige Prominente von heute auf morgen EDM-Acts oder DJs. Die Anführungszeichen sind hier bewusst gesetzt. Manche dieser Leute hatten mit elektronischer Musik oder so etwas wie Kunst nur wenig zu tun. Seiner Kritik darüber kann man natürlich in Interviews oder auf Social Media Luft machen. Man kann seinen Frust aber auch auf eine kreative Art und Weise Ausdruck verleihen. Genau das hat der spanische DJ und Produzent Dr. Cujo gemacht. Erstmal etwas zu seiner Person. Dr. Cujo ist wirklich ein alter Hase in der EDM-Szene. Nicht nur, weil er im Jahr 1972 geboren wurde und dementsprechend schon 52 Jahre alt ist. Er ist bereits seit 1993 als Produzent und DJ aktiv. Sein bekanntester Song ist Can't Stop Playing zusammen mit Gregor Salto aus dem Jahr 2005. Dieser Song wurde 2014 durch den Remix von Oliver Heldens und Gregor Salto dann noch einmal bekannter. Wieder zurück zur ursprünglichen Thematik. Dr. Cujo war jetzt nicht gerade erfreut von der Entwicklung in der EDM-Szene im Jahr 2014. Deshalb kam er auf die Idee, diese Entwicklung in Form eines Videospiels zu kritisieren und zu parodieren. Das Ergebnis war Ghost and DJs. Ghost and DJs is the game that will let you make things right by sending these little creatures back to hell. Um das gleich mal zu klären, ja, der Name und das Gameplay sind eine klare Anlehnung an Ghosts and Goblins. Doch worum geht es in Ghosts and DJs? Ihr spielt als Dr. Cujo
und müsst euch gegen den Abschaum der Szene durchsetzen. Abschaum meine ich aber hier nicht als krasse Beleidigung. Das Spiel bereitet die Kritik an den Promis auf humoristische und teils überspitzte Art und Weise auf. Wer wird alles in Ghosts and DJs parodiert? Das muss ich teilweise etwas ausführlicher erklären, denn viele der Anspielungen liegen teilweise schon über 10 Jahre zurück. Steve Karaoke. Hiermit wird Steve Aoki parodiert. Sein Angriff ist natürlich ein Tortenwurf, so wie er es bei seinen Shows macht. Wenn ein Tortenwurf dein Signature-Move als DJ ist, wer braucht schon Skills beim Auflegen? Paris Sheraton. Das ist eine Anspielung auf Paris Hilton. Diese wurde nämlich schlagartig zum DJ, allerdings lief das nicht ganz so gut. Deshalb musste ihr bei einem Gig ganz unauffällig geholfen werden. Das wird in Ghosts and DJs in Form einer Attacke aufgegriffen. Devil Goater. Das ist natürlich eine Parodie von David Guetta. Pete Bullshit. Das ist eine Referenz an Pitbull. Was macht der eigentlich heutzutage? Vor 10 Jahren war er auf jeden Fall überall. Bei EDM-Songs war er häufig ein Feature-Artist. Allerdings waren seine Texte meistens keine lyrische Offenbarung. Paul Douchebag. Kennt ihr noch Pauly D aus Jersey Shore? Ja, auch er wurde ein DJ. Damals wollte echt alles und jeder DJ werden. Obama is a DJ. Everybody from Jersey Shore is a DJ. Ach ja, und Deadmau5 kommt natürlich auch vor. Allerdings nicht als Gegner, sondern als Power-Up. Über die Jahre wurde es dann recht still um das Spiel. 2020 wurde das Game dann endlich fertiggestellt und kostenlos über itch.io und Steam released. Also wenn ihr es mal ausprobieren wollt, könnt ihr das ganz einfach tun. Und dank meinem Video versteht ihr jetzt auch alle Referenzen im Spiel. Aber seid vorgewarnt. Okay, ja, probieren wir es auf jeden Fall nochmal. Aber es ist auf jeden Fall nicht so einfach. Genau wie die Vorlage Ghosts and Goblins ist Ghosts and DJs nicht gerade einfach. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Zocken. Fakt Nummer 3. Wenn man einen Dubstep-Fan nach bekannten Dubstep-Labels fragt, dann wird er auf jeden Fall auch Never Say Die Records oder kurz Never Say Die aufzählen. Das Label war nicht ohne Grund extrem einflussreich für das Genre. War richtig gehört, denn das Label hat 2022 aus heiterem Himmel dicht gemacht. Gone. Reduced to atoms. Aber fangen wir erstmal von vorne an. Never Say Die Records wurde 2009 von Tommy Dash, auch bekannt unter dem Künstlernamen Schism, und Nick Sadler, auch bekannt als Mobscene, gegründet. Der Fokus lag musikalisch natürlich auf dem Genre Dubstep. Ganz allgemein auf Bassmusik, also auch Genres wie Trap, Electro House oder Klitschop waren auf dem Label vertreten. Zusätzlich zum Hauptlabel wurden noch 3 Sublabels bzw. Schwesterlabels gegründet. No Tomorrow Recordings wurde 2013 von Nick Sadler, also Mobscene, gegründet und hatte seinen Fokus auf Electro House und Bass House. 2022 wurde das Label dann geschlossen. 2015 wurde Never Say Die Black Label von Tommy Dash aka Schism gegründet. Bei diesem Label wurde sich auf die Dubstep-Subgenres Darker Dubstep, Rhythm und Tear Out konzentriert. Zusätzlich wurde besonderer Wert darauf gelegt, auf dem Label neuen und noch unbekannteren Artists eine Plattform bzw. Chance zu geben. Dadurch hatten einige Künstler auf diesem Label ihre ersten Releases, wurden aufgebaut und waren später auf dem Hauptlabel Never Say Die vertreten. Never Say Die Black Label wurde dann im März 2021 geschlossen. Mit der Unterstützung von Never Say Die gründeten Rob Talbot, eine Hälfte von Dodge & Fusky und solo als Just Say Yes aktiv, und Ross Burr, auch bekannt als Myro, und eine Hälfte von Astronaut, das Label Disciple Recordings oder kurz Disciple. Das Label ist heute immer noch aktiv und hat auch einige bekannte Artists auf seinem Line-Up. Allerdings erfolgte 2017 die Trennung von Never Say Die. Der Grund dafür waren einige Meinungsverschiedenheiten zwischen den Labels. 2017 wurde von John Datsey, auch bekannt als 12th Planet,
das Sublabel Disciple Roundtable gegründet. Auf diesem Label sollten Newcomer eine Plattform bekommen und aufgebaut werden. Ihr erkennt da vielleicht schon ein paar Parallelen zu Never Say Die Black Label. Genau das führte zum Streit zwischen den beiden Labels, der auch öffentlich auf Twitter ausgetragen wurde und zur späteren Trennung von Disciple und Never Say Die führte. Danach existierten alle Labels ohne weitere Streitigkeiten parallel zueinander. Kommen wir jetzt mal wieder zurück zu Never Say Die. Nachdem ihr jetzt die Geschichte und die Sublabels kennt, lasst uns mal musikalisch werden. Wer war überhaupt auf dem Label vertreten? Zu den bekanntesten Artists auf dem Label gehörten Zomboy, Must Die, Aptic, Legs, Space Laces, Abstract, Dr. Ozzy oder auch Tramper. Und damit ihr auch ein paar bekannte Songs dem Label zuordnen könnt, habe ich mal 8 Stück rausgesucht. Warum kam es dann 2022 zu dem überraschenden Ende von Never Say Die? Was der genaue Grund war, werden wir wohl nie erfahren. In dem offiziellen Statement des Labels wurde kein Grund genannt. Vor allem war da die Frage, wenn Schism keine Lust mehr auf das Label hat, wieso gibt er es dann nicht einem der Artists, damit es weitergeführt werden kann? Die Artists, die bei dem Label unter Vertrag waren, haben auch nie eine Begründung erfahren und waren sehr verwirrt über die plötzliche Auflösung. Es gab auch kein abschließendes Release von Never Say Die, also keine Best-of-Compilation mit den besten und bekanntesten Songs des Labels. Eine Abschiedstour gab es auch nicht. Das Ende von Never Say Die Records wird also für immer ein mysteriöser Fall bleiben. Sehr dubios alles, vor allem auch extrem schade. Das war die 3. Folge von Random EDM Facts. Welchen der 3 Fakten kanntet ihr noch nicht? Schreibt das gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr meine Recherchearbeit unterstützen wollt, gebt dem Video ein Like. Und wenn ihr die nächste Ausgabe von Random EDM Facts nicht verpassen wollt, abonniert den Kanal. In diesem Sinne, macht's es gut und bis zum nächsten Video. Servus!